letzten 90 Minuten des Jahres. Am BVB-Geburtstag gegen Mainz. Los geht's! Niki, woher kommst du? Frankfurt. Wie alt bist du? 29. Wie viele Fragen hatten wir bisher? Eine. Welche Musik hörst du gerne? Schlager. Was ist dein Spitzname? Bambi. Wer singt Ein Bett im Kornfeld? Dieter Bohlen. Nenn mir ein Lied von Jürgen Drews. God's Plan. Süden, Westen, Norden und? Westen. Was ist deine Lieblingsserie? Paw Patrol. Hast du bis jetzt alle Fragen falsch beantwortet? Nein. Willst du noch mehr fragen? Ja. Borussia Dortmund gegen Mainz 05. Ja, ich glaube, dass das bei dem einen oder anderen, unter anderem bei mir, gewisse Erinnerungen aufruft wieder, die nicht so positiv sind. Aber ich glaube, bei jedem einzelnen Fußballfan und auch bei uns in der Mannschaft ist es halt, dass du das jetzt ein bisschen damit verbindest. Es ist genauso wie man vielleicht mal eine Verletzung mit irgendeinem Stadion oder einem Gegner verbindet. Aber letzten Endes ist es die Situation und nicht, wer da als Gegner auf dem Platz stand. Deswegen komplett neue sportliche Situation und alle Kräfte bündeln vor Weihnachten für einen guten Jahresabschluss. Ich glaube, dass sie seit dem Trainerwechsel neue Impulse bekommen haben. Ich glaube, dass Mainz unter Bo Svensson auch schon sehr gute Arbeit gemacht hat, für einen gewissen Fußballstil gestanden haben. Vor allem in Mainz unglaublich schwierig zu spielen. Und wir haben auch, wie gesagt, letztes Jahr gesehen, zu was sie in der Lage sind, in so einem Hexenkessel wie bei uns für Fußball zu spielen. Ich glaube, dass sie die Situation letzte Saison auch irgendwie heiß gemacht hat, uns das irgendwie zu vermiesen. Jetzt hoffen wir, obwohl sie wieder deutlich attraktiveren Fußball spielen, dass wir da zu Hause, wie gesagt, die Kontrolle haben, unsere Chancen nutzen und ein cooles Spiel für unsere Fans zeigen. Ich erwarte von uns, dass wir ein eigentlich sehr turbulentes und auch eigentlich gutes Jahr 2023 mit einem Sieg abschließen, weil wir über sehr lange Zeit von der Punkteausbeute mit die beste Mannschaft in Europa waren. Wir haben natürlich jetzt eine kleine Schwächephase gehabt, vor allem in der Bundesliga, die wir mit dem Spiel jetzt trotzdem positiv beenden wollen, dass jeder auch eigentlich mit einem besseren Gefühl in die Winterpause geht und eigentlich auch dieses Jahr 2023, was über sehr viele Strecken gut war, positiv beenden. Ja, ich habe Luca Toni auch schon ein paar Mal persönlich kennengelernt. Ich mag ihn als Typ. Vor allem halt hat mir der Jubel damals immer gefallen, wenn er Tore gemacht hat und ich die noch als jüngerer Spieler quasi oder auch noch als Fan, wo ich noch gar kein Profi war, hat er schon den Jubel gemacht. Und ich das am Fernsehen gesehen habe, konnte ich mich dafür immer begeistern. Und dann habe ich gesagt, ey, das wäre ein Signature-Move für mich auch. Ich schieße zwar nicht so viele Tore leider, aber wenn ich dann mal treffe, dann mache ich den Luca Toni. Ich habe die Szene tatsächlich nicht gesehen und habe es auch gar nicht wahrgenommen, weil dann 4, 5 Mann auf mich gesprungen sind, was ja eigentlich immer ein sehr, sehr cooles Gefühl ist, wenn du merkst, deine Jungs freuen sich auch mit dir. Und war auch ein wichtiges Tor für mich und vor allem auch vor der Pause. Habe ich aber dann nicht ganz auf dem Schirm gehabt, dass er mich getreten hat. Das ist gut zu wissen, dann weiß ich, was ich mache, wenn er das nächste Tor macht. Dadurch, dass ich halt eine Weile schon dabei bin und ein Stück weit von mir behauptet zu wissen, wie das Geschäft funktioniert, ist es natürlich immer ein schmaler Grat zwischen wegen so einer Grätsche gefeiert zu werden oder danach der Depp zu sein, weil ich nicht ganz auf der Höhe war beim langen Ball.
Ich bin jetzt nie einer, der dann brutale Emotionen zeigt bei gewissen Dingen, die im Spiel passieren. Ich mache das eher so mit einer innerlichen Freude aus. Weiß aber auch, ja, dass es wahrscheinlich eine Aktion war, die gewisse Wellen geschlagen hat, weil das nicht so oft vorkommt, dass man da noch mit dem Fuß so rauszuckt. Und vielleicht auch das von mir vielleicht nicht so ganz zu erwarten war mit meiner Statur. Für mich war wichtig, dass ich da in der Aktion ein Tor verhindern konnte, weil ich dafür bezahlt werde und es mein Job ist. Und das jetzt zu ranken ist natürlich schwierig. Ist alles so ein bisschen eine andere Spielsituation. Ich sag mal, von der Wichtigkeit und vom Antizipieren würde ich Subotic seine auf die 1 stellen. Im Champions League Finale gegen Bayern München ist das schon sehr gut gemacht gewesen. Würde danach fast schon meine sehen, vom Spektakulären her. Wobei ich auch sagen muss, dass die von Sven sehr, sehr, sehr geil ist auf der Linie. Und zum Schluss die von Jürgen Kohler, weil ich da der Meinung bin, dass das der Stürmer sehr, sehr schlecht macht. Aber dadurch, dass er nochmal das Bein ausfährt, sehr, sehr gut verteidigt ist. Ja, meine persönliche Hinrunde war sehr unzufrieden. Natürlich ist nicht mein Anspruch, so wenig Einsatzzeiten zu bekommen hier. In erster Linie habe ich immer einen guten Austausch zwischen Verein, Trainer und mir, dass ich zumindest weiß, woran ich bin. Ob ich das jetzt immer teile oder 1:1 genauso sehe, sei dahingestellt. Aber mir ist wichtig, dass da ein offener Austausch herrscht, wo man auch Dinge hat, wo man weiß, die man zu verbessern hat. Oder im Endeffekt ist es ein Sport, wo ich mir ausgesucht habe, nicht wie beim Tennis oder beim Golf, wo mich kein Trainer aufstellen muss, wo ich für mich allein verantwortlich bin. Dadurch, dass man im Fußball Leute hat, die einen aufstellen müssen und die auch eine eigene Meinung haben oder die auch vielleicht in der Zeit mal was anders sehen, ist das völlig in Ordnung. Wichtig ist, wie man damit umgeht und wenn man dann seine Chance bekommt, auch zeigt, warum man auf dem Platz stehen möchte. Und habe jetzt in meiner bisherigen Karriere das auch noch nicht so gehabt, muss ich sagen, dass ich so wenig gespielt habe. Tut mich motivieren und auch natürlich hinterfragen lassen, dass ich da in der Rückrunde an diesen Dingen arbeite, trotzdem weitermache und ich trotzdem auch der Meinung bin, dass ich ein Spieler bin und sein kann, der Woche für Woche, Spiel für Spiel Borussia Dortmund helfen kann, seine Ziele zu erreichen. Und ich glaube auch, dass ich da nichtsdestotrotz mit den Verantwortlichen und mit dem Verein an einem Strang ziehe, dass das halt jetzt mal in der Hinrunde so war, aber dass ich in der Rückrunde wieder ein wichtiger Faktor bin für meine Mannschaft. Wenn du sagst so, Unzufriedenheit, auch eine ungewohnte Situation. Jetzt bist du parallel im September nochmal zum 2. Mal Vater geworden. Inwieweit hilft privates Glück in so einer Situation, wenn es sportlich nicht ganz so läuft, wie man sich das erhofft? Ich glaube, die Leute, die mich kennen und Spieler, mit denen ich schon lange zusammenspiele und auch Verantwortliche oder Trainer, die wissen ein Stück weit, wie ich ticke. Und was ich immer sehr, sehr gut konnte, ist Privates vom Beruflichen trennen und umgekehrt. Vom Halbjahr oder beziehungsweise dieses halbe Jahr mit der Geburt meines 2. Sohnes, so Sachen, da bin ich glücklicher als denn je. Sind alle gesund, wie mein älterer Sohn mit dem Kleinen umgeht. Das sind Dinge, die sind unbeschreiblich und von der Perspektive natürlich absolut zu trennen, was beruflich oder sportlich ist. Nichtsdestotrotz geht es immer weiter. Du nimmst es trotzdem ein Stück weit vielleicht ein bisschen mit, bewusst oder unbewusst, weil dieser Sport einem auch natürlich sehr wichtig ist und damit auch du 99% in Verbindung gebracht wirst, ob es auf einem Familienfest ist oder mit irgendwelchen Leuten, die dich auf der Straße treffen. Aber dadurch, dass ich mir ein Umfeld aufgebaut habe mit Freunden, Familien, wo es zum Glück privat wenig um Fußball geht, habe ich dann auch immer wieder richtig Lust, wenn ich hier ankomme und weiß, jetzt geht es wieder um Fußball. Und deswegen, ich bin da ziemlich gut drin, das zu trennen und werde aber trotzdem natürlich weiter hart arbeiten. Ja, meine Vorsätze bzw. Wünsche ist in allererster Linie Gesundheit für meine Familie und mich, für meine Teamkollegen, für meine Freunde, dass wir
gesund und verletzungsfrei bleiben. Das ist nämlich das Allerwichtigste. In zweiter Linie glücklich sein, bei dem, was man tut, Spaß zu haben. Ob es Fußball ist oder, keine Ahnung, Golf spielen oder was auch immer deine Hobbys sind, dass man das, was man tut, einfach gerne macht. Und dann natürlich alles rauszuholen jetzt vor so einem wichtigen Turnier. Hier wieder absoluter Stammspieler zu werden mit Woche für Woche guten Leistungen und ich dann auch dadurch hoffentlich eine Riesenoption werde für die erste Elf bei der EM hier im eigenen Land. Glühwein oder Kinderpunsch? Glühwein. The Grinch oder Kevin allein zu Hause? Grinch. Last Christmas oder All I Want for Christmas is You? Last Christmas. Weihnachten im Schnee oder am Strand? Schnee. Raclette oder Kartoffelsalat mit Würstchen? Raclette. Tannenbaum schmücken oder Plätzchen backen? Dann noch lieber Tannenbaum schmücken. Und Bescherung vor oder nach dem Essen? Nach dem Essen. Echte Kerzen oder Lichterkette am Weihnachtsbaum? Lichterkette am Weihnachtsbaum. Und Spekulatius oder Lebkuchen? Lebkuchen. Liebe BVB-Fans, auf einen erfolgreichen BVB-Geburtstag, ein tolles letztes Heimspiel im Jahr 2023 und schöne Feiertage mit euren Familien, euer Niki.